du willst mich doch hier nicht so lang latschen sehen. Und ich sag dann so motiviert, jetzt geht's los. Perfect. Ja, für diejenigen von euch, die tatsächlich Glessen noch nicht kennen sollten. Glessen ist knapp 14 Kilometer westlich von Köln. Glessen ist ein wunderschönes kleines Örtchen, hat ein tolles Naturschutzgebiet und da findet heute eines der tollsten Laufevents überhaupt statt. Und zwar Glessen läuft. Jetzt geht's los! Bin ich im Orga-Team, dabei bin ich für die Koordination der Zeitnahme, für die Anmeldungen, für die Gesamtplanung an sich mit verantwortlich. Ich bin auch Chauffeur für das Kamerateam. Das Besondere in diesem Jahr ist die Laufstrecke. Also in diesem Jahr ist das Besondere, dass wir durch den Wald laufen dürfen. Das hat in den vergangenen Jahren leider nicht geklappt. In diesem Jahr haben wir alle erforderlichen Genehmigungen und freuen uns ganz besonders darauf, weil wir wissen, dass das für die Läufer ein ganz besonderes Schmankerl ist. Glessenlauf hat das erste Mal 2015 stattgefunden. Das Ziel war, Geld zu sammeln, also Fundraising zu betreiben für den Neubau unseres Sportplatzes hier in Glessen. Und das hier ist jetzt der heilige Kunstrasenplatz von Glessen. Vorher war das ein useliger Aschenplatz und sind die Kinder weggelaufen. Die sind in die umliegenden Vereine gegangen, die zum Teil schon Kunstrasenplätze hatten. Weil das Geld bei der Stadt Bergheim knapp war, haben wir uns dafür entschieden, einen erheblichen Teil der Finanzierungskosten selber aufzutreiben. Zusammen mit dem SC Glessen, der im Übrigen Haupttreiber auch ursprünglich von Glessenlauf gewesen ist. In den letzten Jahren hat sich die Zusammenarbeit der beiden örtlichen Vereine SC Glessen und TSV Glessen ganz besonders gut entwickelt. Und so haben wir diesen Platz hier zuletzt gemeinsam finanziert. Und das nächste Projekt seht ihr jetzt hier vorne. Der Neubau unseres Vereinsheims. Und auch hierfür sammeln wir wieder Gelder, um das aus eigenen finanziellen Mitteln bezahlen zu können und nicht allzu viele Steuergelder dazu verwenden zu müssen. Wir haben eine Reihe von lokalen Sponsoren und auch den einen oder anderen überregionalen. Edeka Fischenich, die Rochus Apotheke, Budi Consulting, die Firma Africola Bluna bzw. Carlsberg, Subaru Volta vor Ort. Wir haben Dirndl-Träume, unseren Top-Dirndl-Laden hier in Glessen, das Physio-Team Glessen, Zimmermann Intensivpflege. Ja, oh, und natürlich die Firma Denkwerk. Ich möchte mich noch bei meinem Lieblingssponsor, der Firma Denkwerk, bedanken, die mit 11 Leuten auch eines der größten Laufteams gestellt haben. Dieses Jahr gibt es den 21,1 Kilometer Halbmarathon, einen 10 Kilometer Lauf, einen 5 Kilometer Lauf, eine 5 Kilometer Walking-Strecke und für die Kleinen einen 1,2 Kilometer Kinderlauf. Der Pepper muss leider zu Hause bleiben, das ist nichts für den da oben. Zu viel Stress.
Unter uns, es sind natürlich ein paar Sachen nicht so gut gelaufen. Unter anderem war der schnellste Halbmarathonläufer so schnell, dass als er ins Stadion einlief, weder die Laufstrecke klar gekennzeichnet war, noch etwas zu essen oder zu trinken für ihn da war. Das heißt, er war dann nach 40 Minuten schon wieder im Stadion. Und wir haben alle damit gerechnet, dass die mindestens eine Stunde unterwegs waren. Ja, waren sie aber nicht. Glessen läuft, hat uns in diesem Jahr wieder super gefallen. Danke für alle, die da waren und auf Wiedersehen 2020 hier in Glessen bei Glessen läuft. Das hässlichste Ortseingangsschild in ganz Glessen. Und wie viele Stunden habt ihr schon investiert in die Organisation dieses Jahr? Ich glaube, ich wüsste es nicht, aber es waren einige 100 Stunden. Und was sagt deine Frau dazu? Kein Kommentar.